Heute möchte ich euch den neuen Sospero Anniversary vorstellen. Und das ist mein neuer Signature-Duft oder Signaturduft hier in den geilen Flakon. In meinen Augen ist das wirklich nice. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber dieser Duft hat es in sich. Es ist mein neuer Signaturduft und das heißt schon viel. Also ich habe natürlich einige, weil ich über 1300 Parfüms habe. So, dann hat man mehr als eine, weil sonst wird es schwierig. Aber ich glaube, mehr als 5, 6, 7 gibt es nicht. Und der ist jetzt mit dazu gekommen. Ein sehr schöner, fruchtiger, floraler Duft. Warum ist der so gut? Warum ist das mein neuer Signature-Duft? Das werde ich euch erzählen. Also bleibt dran, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance auch aus Hamburg. Ja, Sospero Anniversary in der coolen Dubai Edition, wie ich das so immer so schön sage, oder Vereinigte im Arabische Emiraten Editionen oder Edition, natürlich nicht Editionen, sondern Edition. Ein sehr schönes Teil und ich habe gerade eben von fruchtig und ja floral geredet. Da kommen wir gleich zu. Erstmal, ja, guckt noch mal den Flakon an. Das ist natürlich alles Ansichtssache. Das sind 100 ml und ob man das leiden mag und so weiter, das ist Ansichtssache. So. Und ja, 2025, da gibt es Düfte. Der Kick bleibt so ein bisschen aus oder ist bei mir bis jetzt so ein bisschen ausgeblieben. Natürlich sage ich 1, 2, 3 sind Hammer und aber wo ich nicht unbedingt sage, das ist ein gleicher Signaturduft. Dieser Duft, der El Padrino, auch übrigens von Sospero, ist da sehr nah dran. Ein brachial geiler Duft, habe ich auch schon vorgestellt. Müsste ich eigentlich einzeln vorgestellt haben? Glaub ja, weiß ich jetzt gar nicht, hoffe. Ne? Ja, habe ich glaube ich vorgestellt. Und jetzt der Anniversary, weil dieses fruchtig frische ist einfach brachial sexy. Ihr kriegt am Anfang eine Bergamotte. Dazu Himbeere und jetzt nicht Angst kriegen, weil gleich Himbeere wieder, ne? Habe ich auch erst gedacht. Nein, Himbeere und dann Orangenblüte. Also, die Bergamotte macht sich spritzig frisch, die Himbeere macht es leicht süßlich und die Orangenblüte macht es sexy sinnlich. Und so kommt er rüber. Am Anfang kommt er euch gar nicht so stark vor, aber es ist fast eine 9-10 CH. Obwohl er eigentlich gar nicht so, es passt wirklich. Es passt, diese Edition, Dubai etc. pp. Das passt auch von der Power überhaupt. Und ich feiere so und so Sospero, seitdem ich eigentlich den ersten Flakon gekauft habe und kennengelernt habe. Und ja, ihr wisst, ich bin ein großer Searcher-Fan und so weiter. Aber, und es wird ja auch immer so ein bisschen Konkurrenzkampf. Ihr müsst mal, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte deswegen, und viele meinen, ja, die machen das nach. Ihr solltet vielleicht mal erstmal überlegen, wer als erstes auf dem Markt war und so weiter und etc. pp. Und dann mal ein bisschen euch schlau machen um die Geschichte. Und dann könnt ihr auch mal ein bisschen, ja, vernünftiges Zeug manchmal von euch geben, weil manchmal höre ich echt, ja. Aber das sind eben die eingefleischten Searcher-Fan. Ich bin auch eingefleischter Searcher-Fan. Ich habe über 40 Düfte. Inzwischen sind manche sogar allerdings aus meiner Sammlung ein bisschen raus. Natürlich, das gibt's eben mal. Aber leider die neuen Varianten, ich habe alles alte Varianten, die werden immer in meinen Augen verwässert. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht. Das ist leider sehr traurig. Aber diese DNA bleibt gleich. Das sind 100 ml mit meistens hier nicht Seide, sondern Samt. Hier haben wir es jetzt so. Und manchmal kriegt man dann auch so einen glatten, wo ist er hier? So einen glatten Flakon, so wie hier. Das sind dann verschiedene, das sind dann noch keine 100 ml, das müssten 75 sein. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde die Marke und ich finde sie allgemein sehr gut und feiere sie und nicht, weil hier jetzt Werbung steht. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen, deswegen nicht. Aber dieser Duft hier ist einfach brillant. Er ist so genial um euch rum. Es kommt die Mairose oder Pfingstrose, dann es kommt also dieses leicht Florale dann im Mittelteil. Dann kommt noch Amber, es kommt noch Eichenmoos und Patchouli hinzu. Also ein wirklich absolut geiles Zusammenspiel, sinnliches Zusammenspiel, was richtig genial. Natürlich kostet der kostet fast 500 €, also 495, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es gibt noch einen Haken. Er ist limitiert auf 1000 Stück. Allerdings endlich mal so limitiert, wie ich das gut finde, und zwar nummeriert. Ich habe 380, das steht auch in der OVP, da steht sie, das ist im Endeffekt, kann ich mal ganz kurz holen, so schaut die OVP aus, das ist im Endeffekt der National Day oder die National Day Edition
Arabische Emirate etc. pp. Und da haben wir dann die richtig nice, richtige OVP im Sand. Sand, das vielleicht auch. Nein, in Samtflakon. Schönes Teil, wie ihr sehen könnt. Schaut euch das an. Und hier haben wir dann hinten stehen, das ist ganz klein, 380 von 1000. Yes. Also richtiges Schmuckstück, wie ich das endlich mal gut finde, weil ich mache diese Dinger nicht, die limitiert sind, aber nicht nummeriert. Macht doch das ordentlich, weil im Endeffekt, wenn das gut läuft, dann kann man, ich sage mal so, dann kann man ja noch mal ein bisschen nachmachen. Nein, hier ist es Fakt, das gibt 1000 Stück nur und es wird auch nur 1000 Stück geben. Es gab ja schon mal eine Edition 2015. Das ist übrigens, die ist auf Parfumo gelistet. Die ist noch nicht dort gelistet und das ist eine andere Version. Gleich zum Mitschreiben. Das hier, die 225er, ist eine andere Version als die 215er, die dort gelistet ist. Das mal am Rande. So, es ist mein Signaturduft wegen Haltbarkeit, ist einfach 12, 13, 14, 15 Stunden. Eine monströse Sillage, die aber nicht einen auf den Sack geht. Er kommt richtig gut an, wenn man was Fruchtiges, Florales mag, aber hier nicht so wie Erba Pura, also keine Angst und so weiter. Obwohl da fehlt auch das der Florale natürlich und so weiter. Er hat vielleicht Ähnlichkeiten zu diesem Duft hier, nur dass dieser hier mit Leder und viel dunkler ist und fruchtiger. Erba Leather. Viele würden noch sagen, ja, Erba Leather riecht wie Opera von Xerjoff. Hier ist aber Leder noch ein bisschen anders und ein bisschen stärker. Und das ist eben auch der Unterschied, was bei Sospero alles so ein bisschen mehr runter macht und so weiter und so fort, finde ich. Und hier haben wir das in floral, frisch, fruchtig und absolut sexy sinnig. So müsst ihr euch diesen schönen Duft vorstellen. Ja, vielleicht kennt ihr den, dann könnt ihr mal was unterschreiben. Weil ich habe eben, ja, die ihn kennen, finden ihn wirklich gut oder sehr gut sogar. Ich finde ihn wirklich, für mich ist es jetzt ein neuer Signaturduft, also einer, der ganz nach oben kommt und da gibt's auch keine Ausreden und weil hier Werbung steht und so. Nein, es ist einfach Fakt. Genauso wie der El Patrino. Sehr, sehr nice. Hier sind sehr viele, die haben sehr, sehr geile Düfte. Ne? Xerjoff, Rauja Parfüms und all das natürlich auch. All diese ganzen Luxusdinger. Aber wenn man sich überlegt, normalerweise sind die immer so bei 270 € und 220 € und dafür bekommt ihr wirklich geniales Zeug. So, ob ihr zum Beispiel auch hier, auch dieser Duft ist gut, Erba Oud. Echtes Oud drin, fruchtig und dazu eine richtige Oud-Note. Die ist für manche wahrscheinlich viel zu stark und auch Kuhstalllastig, aber für Oud-Liebhaber ist das ein geiles Teil. Nur als Beispiel. So. Und versucht nicht immer irgendwas zu suchen, wie das riecht ja da, so wie bei Xerjoff und so. Nein, ihr müsst das auch mal 1:1 testen und die Qualität bleibt so. Sie werden ja nicht groß verändert und ich finde einfach Sospero ist, seitdem ich, egal was, ich habe ja jetzt mehrere Düfte, aber seitdem ich sie habe, finde ich sie geil. Ich trage die sehr, sehr gern und es ist einfach eine ausgewogenere, maskulinere DNA, meiner Meinung nach, und einfach eine abgerundete. Natürlich, ich habe die alten Versionen hier zum Beispiel, weil ich mache diesen Vergleich auch nicht so gern. Ich will diesen Vergleich auch nicht immer ziehen, aber ich nehme das nur euch, bevor ihr jetzt wieder labert, da muss man mal mit aufnehmen. Ihr müsst mal diese Marke richtig kennenlernen, bevor ihr immer irgendwelche Vergleiche zieht, weil es gibt nicht welche Vergleiche und mit diesem Duft gibt es so und so keine Vergleiche. Ich habe das nur als Beispiel gesagt, dass das in diese Richtung eher hier Erba Leather geht und so weiter. In diese Richtung geht das und fruchtig, dunkel, mystisch, nur hier ein frischer, heller und all das und das macht's einfach interessant. Und dann ist natürlich limitiert, also die Leute, die auf Sospero stehen, die auf solche Art Düfte stehen, die auf Luxus stehen, die sollten ganz, ganz schnell zuschlagen. Im Endeffekt ist 495 € in dem Fall geht es sogar noch für die Qualität, was ihr da habt. Da ist Rauja Parfüms oder vielleicht sogar, Xerjoff aktuell glaube ich nicht, aber es gibt eben ganz andere Marken, die, sag ich mal, viel teurer sind oder in derselben Kategorie spielen, aber nicht ansatzweise wirklich die Qualität haben, weil das ist wirklich, man merkt einfach, Dubai, Scheich, Arabische Emirate, whatever, das hier ist Luxus im Flakon. Das ist absolut geil. Sospero Anniversary müsst ihr unbedingt mal auschecken in diesen Flakon, wenn ihr sowas natürlich mögt. So, dann bin ich raus.
Dann hoffe ich, euch geht's gut weiter und dann denke ich mal bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und natürlich an euch alle, dass ihr immer noch dabei seid. Also reinhauen und bis zum nächsten Mal.